Und damit hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Reingespielt Vampyr. Wir befinden uns in der letzten Ausgabe, in der letzten Stunde. Wir haben uns schlafen gelegt und um unsere Skills gekümmert. Den ein oder anderen Auftrag haben wir noch. Ich drücke mal immer noch die falsche Taste. Und zwar genau. Wo ist es? Bin ich jetzt doof? Ah, hier sind wir jetzt. Unterstütze das Pembroke Hospital im Umgang mit der Epidemie. Okay, aber wir haben noch so kleine Nebenquests. Wo kann ich denn die mal einsehen? Desto tiefer fallen sie. Bürgermission. Befrage Gwyneth Brannigan zu Behandlungsfehlern. Befrage Corcoran. Der Kork-Orkan. Tippets zu Behandlungsfehlern. Okay. Bin offensichtlich sehr schlecht im Namen korrekt aussprechen. So. Und wir haben noch bringe die Medizin zu Dorothy Crane im Patientenzimmer. Wir müssen einmal nach unten. Sehe ich recht oben an dem Kompass, in der Mitte oben, meine ich. Ich gehe davon aus, der Kopf ist eine Bürgermission und das Y ist eine Hauptmission. So. Oh, wir können unsere Sinne benutzen, um Patienten zu suchen. Dann schauen wir mal. Bist zuerst an dir vorbei, oder was? Du bist Dorothy Crane. Na dann, Dorothy, erzähl mir mal was. Finally, you've returned, Doctor. Did you find anything of value? Yes, nurse. You've worked your first miracle, Doctor. Now, this patient here needs immediate treatment. Duty calls. When the storm has passed, I'll show you how to mix the remedy yourself with the same basic ingredients. Many thanks, Doctor. When you've finished, you ought to report to Dr. Swansea in his office. He's been looking for you. Seemed pressing. Okay. Krankheiten verringern die Blutqualität eines Bürgers. Verwende die richtigen Medikamente, um ihn zu heilen. Sprich mit dem Patienten im Zimmer hinter Dorothy, um seinen Gesundheitszustand zu kontrollieren. Ja. So, mein Freund. Was haben wir denn? Good evening, sir. Wissen wir noch nicht. Und du bist? Good evening. I'm Dr. Reed. Can I help at all? No, Really? Why are you here then? I don't want to talk. My throat hurts too much. I suppose that this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. And no. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Mortimer Goswick. Mhm. Er hat uns gerade gesagt, seine Kehle tut weh und das Einzige, was ich ihn fragen kann, ist, tut etwa Ihre Kehle weh? Ich bin ein richtig guter Arzt. Tell me about yourself, Mr. Goswick. I don't want to talk, Doctor. Cool. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. Gut. I'll let you get some rest then. I'm alright. Don't waste your time with So, me. dann reden wir mit ihr. Good evening, madam. Can I help you? It's my son who needs you, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. How can I help your son? I'm Beatrice Goswick, mother of Mortimer Goswick. Could you check on him, please, Dr. Reed? I've heard much of your talents as a physician. What can you tell me about yourself, Mrs. Goswick? Not much to say.
Just take care of my Mortimer and I'll cover all the expenses. That's all that matters. Okay, Goodbye, Mrs. Goswick. okay. Dann sagen wir ihm eben, dass wir miteinander reden Good müssen. evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. How painful is your throat, Mr. So painful. So. I'm sure you realize a doctor and his patient have to communicate, sir. Would it help if I gave you some paper and a pen? Not really. I see. Then maybe it's not just your throat that hurts, Mr. Goswick. Perhaps your sore throat is just the consequence of something more hurtful. Yes, maybe. But I don't want to talk or even write about it now. How So painful. Okay, I have to go now. lass mich raten. Die Mutter wird mir die ganze Zeit auch nichts anderes sagen. Oh, ich habe voll die roten Augen, sehe ich gerade. Oder der Jonathan. Der hat ein bisschen viel vom, Also so sollten die, Augen nach einer guten Runde Bubat aber nicht aussehen. Nee, Kinder, übertreibt How's nicht, my ne? son doing? What can you tell me about... Not much to say. Das hat man schon... May I ask if you have an occupation, Mrs. Goswick? I'm a teacher by profession. I teach young women who are more ambitious about their futures than their families. Are you really that rich? Most of the patients here are of a more humble origin, if I may say so. Yes, thanks to my husband. May he rest in peace. I can cover any needed medical expenses. Okay, aber... What do you think of your reception here? Any complaints? I have had the uttermost reservations about this hospital since we arrived. But we had no other choice, considering the state of emergency. Is there something in particular that's bothering you? Some of the staff were not especially welcoming. Ach I so. suspect they're not accustomed to dealing with patients of such social standing. Ach krass, ich kann sie über ihr ganzes Leben ausfragen und kriege keine richtige Antwort. Aber wenn ich sage, hey, willst du dich hier gut beraten? Waren meine MitarbeiterInnen nett zu dir? Da kommen wir ins... Naja, okay. Tell me more about your arrival at the Pembroke Hospital. What gave you such a bad first impression? The ambulance driver was quite rude, for a start. And that nurse, Miss Hawkins, seems to have quite a dubious attitude. What do you mean? She managed to secure a bed for my son despite the epidemic. It was a relief, but it wasn't cheap. Mhm. She charged you for a bed? Yes, and I paid without question, considering the urgency of the Hätte ich situation. auch gemacht. I share your concern, Mrs. Goswick. Be sure that I'll talk to the people involved. I don't expect compensation, Dr. Reed. But I'm aware such behavior would not be tolerated in other hospitals. Okay, haben wir sonst noch was? Ja, das war's. Goodbye, Mrs. Goswick. Also müssen wir jetzt rübergehen und mit Pippa reden. Hat er noch was dazu Good zu sagen? evening, Nee, Mr. ne? Goswick. How are you? Das hätte uns das Spiel ja gezeigt. Oh, hier. Doch, tatsächlich. Why did your mother have you hospitalized here? She seems convinced this is a bad hospital. My mother just wants the best for me. She won't rest while I'm here. She'd go all the way to hell and back to help. Is your mother bothering you? As your doctor, I can ask her to leave you alone if you would prefer. That's tempting, Doctor. But you have no idea what my mother is capable of. She would tie herself to my bed if you asked her to leave. Pembroke Hospital may look unorthodox, but rest assured you're in good hands here. It's not me you have to convince, Dr. Reed. It's my mother. Ist das ein Hinweis? Kann ich jetzt was machen? Aber...
I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. Good evening, sir. Doctor. Siehst du mal was? Dann müssen wir Good evening, erstmal mit How's my son doing? Pippa reden. Okay, also reden wir erstmal mit Pippa. Wo ist die Gute? My sweet girl. Wieder nach oben. Verlockung des Blutes. Bedenke, dass dir das Blut von Bürgern eine große Menge EP gewährt. Suche Bürger deiner Bandstufe oder niedriger und wähle sie mit Bedacht aus. Okay. Aber genau das will ich ja nicht. Oder will ich's? Das ist halt die Frage. Ich glaube, ich habe das letzte Mal gesagt, na klar, dann nutzen wir das übrigens aus. Ist auch jetzt sehr verlockend ist, weil mehr Skills gleich mehr gut. It's locked. Dann werden halt die Kämpfe halt auch deutlich schwerer. Please, Jonathan, come in. Ach so, ich dachte, das Y schickt mich zu... Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. Okay. Das sind die Hinweise. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea, but my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive? Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven. Also, Punkt 1. Ich habe jetzt gedacht, weil es Teil der Hauptmission ist, dass ich durch das Y zu Pepper geleitet werde, weil ich ja erstmal das eine Problem lösen muss. Ich habe nicht damit gerechnet, bei Dr. Swansea zu landen. Aber dann ist es jetzt so. There is an absurd poetry to my situation. Physician, heal thyself. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. Thank you. But I'd rather you didn't speak so lightly about my condition. There is nothing I find amusing about this situation. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on. Bin mal gespannt jetzt. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. Okay. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. Ich gehe trotzdem erstmal runter und suche erstmal Pippa. Wherever she ist, weil ich glaube, jetzt ist das hier Teil der Bürgermission. Ja. Jetzt zeigt sie mich raus. Hä?
Mortimer. Beatrice. Unbekannt. Der Doktor. Das ist die Frau von der Hauptmission. Wo ist denn jetzt die gute Pepper? Na, hier ist sie doch. Good evening, nurse. Good evening, Doctor. I don't think we've been introduced yet. My name is Pippa Hawkins. And I'm Dr. Jonathan Reed. Dr. Swansea has recently offered me a position in this hospital. Well, it's a euphemism that your help will be appreciated, Doctor. So, dann warte mal hier. Was haben wir hier? Pepper, I know you're very close to Milton Hooks. Yes? Milton Hooks is my man. Aha. If you want to report me for that, just feel free, Doctor. I have no intention of reporting you, Nurse Hawkins. But are you aware of the risks? The rules say I won't be allowed to work as a nurse anymore. But here at the Pembroke, we break rules all the time. Is he worth the risk? Hey, I'm no perfect woman, and Milton is not the finest bloke. But we do our best to get by. That's all any of us can hope for nowadays. Bin ich jetzt dumm? Ist Milton Hooks nicht der Typ, den wir gerade behandelt haben? Oder hau ich hier gerade was komplett durcheinander? So, ich würde nämlich gerne mal... Ist denn da die Mission? Ne, Ashbury hieß die. Nee. Nee, das ist aber nicht die Bürgermission. Das ist alles abgeschlossen. So, was haben wir denn hier? Mortimer Goswick, so hieß der. Aber sollten wir bei ihm nicht... Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. War das nicht sie? Die der Frau Goswick die Kohle abgeknüpft hat? Komme ich jetzt komplett durcheinander, oder was? Coping with the epidemic. Well, not well. Milton, the ambulance driver, is even more grumpy than usual, especially concerning doctors. Why does Milton dislike doctors? I don't know. Just ask him. But be warned, Milton is not the chatty type. Why is Milton grumpy on a daily basis? Is it just an act? Milton's not the kind of man who's bothered about a bad reputation, whether he deserved it or not. Ist ja alles schön und gut, aber mit wem sollte ich noch mal reden? Goodbye, Nurse Hawkins. Ich frag die jetzt noch mal. Die haben doch Pippa Hawkins gesagt. Good evening, Doctor. Have you heard rumors of blackmail going on in this hospital? Dr. Reed, are you trying to take advantage of me? Of course not, Mrs. Goswick. I'm just curious. Well, go be curious somewhere else, please. Tell me more. The ambulance driver was quite rude. What do you mean? She managed to secure a bed for my son despite the epidemic. It was a relief, but it wasn't cheap. She charged you for a bed? Yes, and I paid without question, considering the urgency of the situation. Bin ich jetzt dumm? Hat die den Namen gerade nicht gesagt? Ich bin gerade so lost. Tell me more about your arrival at the Pembroke Hospital.
What gave you such a bad first impression? The ambulance driver was quite rude, for a start. And that nurse, Miss Hawkins... Miss seems to have Hawkins? quite a dubious attitude. What do you mean? She managed... Goodbye, Mrs. Warum? Oder gibt's noch eine andere Hawkins? Das sind Patienten. Das wäre es jetzt, wenn es noch eine Hawkins gibt. Aber ich habe einfach nur die falsche angesprochen. Damn. The pain. Und du bist... Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Aber es stand doch da. Warte mal, ich bin das nicht komplett bescheuert. Es stand doch da. Ach so. Hier steht's. Ach, das ist eine Information, die ich gesammelt habe und damit hat sich die Qualität ihres Blutes erhöht. Aber ich habe da so verstanden, dass ich die noch zusätzlich befragen soll. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. How would you describe the situation at the Pembroke Hospital? It's serious. The flu is wreaking havoc amongst the staff and patients. We are running out of everything. Nurse Hawkins, the Spanish flu won't last forever. Even the Black Plague didn't kill everyone. I wish I could believe you. But what if this epidemic was worse? What if in the end, nobody was spared? How long have you been a nurse? Or long enough to see that the epidemic is winning. And no matter how qualified you are, don't tell me you'll change that. I don't like your attitude, Nurse Hawkins. Pessimism can be as lethal as the epidemic in times like these. Sorry, Doctor. I don't want to sound bitter, but I'm just too tired to give a pep talk like Nurse Brannigan. Okay. Goodbye. Nurse. Mach mal eben mit der Hauptmission weiter. Weil ich verstehe jetzt gerade nicht ganz, wie ich an mehr Informationen kommen soll. Der Sohn hat mir nichts Neues zu sagen. Die Mutter hat mir nichts Neues zu sagen. Obwohl ich herausgefunden habe, dass Hawkins ihr Bett verkauft hat. Und wenn ich mit Hawkins rede, kann ich diese Information nicht nutzen. Aber ich dachte, so funktioniert das Spiel. Wer weiß. Dann eben Hauptmission. The flu took my dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. Mr. Rainford, Aha. let's leave to talk. You're in good hands here, and we'll be up again soon enough. Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel. You're the sweet, sweet Lady of Mercy. Good evening, Dr. Reed. It's a pleasure to see you again. Das ist die andere Vampir-Dame, die wir schon mal gesehen haben, ne? Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a the lady who saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce myself formally this time. My name is Lady Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter. Apologies. You've taken me by surprise. I'm very happy to see you. The pleasure is mine, Doctor.
I hope you're more disposed to answer my questions now. You must have countless questions, but our rather urgent matter first. Swansea has explained. My cover, if you prefer, has been compromised. Dr. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy. I must refuse. Ja, da haben wir doch jemanden, den wir aussaugen können. Denke ich mir jetzt auf Anhieb. Please continue. Every detail is essential. I'm your man. Okay. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. I'll take care of it. Kommt jemand also auf die Schliche? Do you know where I should start? If that was the case, I'd settle the matter myself. Ja, You okay, could talk to our chill. local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her hearing about it. I'll meet that woman now. My life, as others know, is in your hands, Dr. Reed. I'm sure of your discretion, but I do fear your powers of persuasion will be put to the test. When this is resolved, I'll be your obligé. I'll answer all questions in regards of your condition. Ja, das ist doch mal ein schöner Deal. Vielleicht können wir noch ein bisschen was lernen zum Thema Überzeugungsarbeit. Also muss ich doch wieder drinnen lang, oder was? Immer die falsche Taste, ne? Anscheinend ja, okay. Was? Ich dachte, das war jetzt irgendwas Wichtiges und ich habe hier. Ist hier gerade irgendwas, weil das so eine laute Stimme war? Buch muss man so hier. Die ist doch draußen. My blood and soul. Simpletons, these nurses. Bred with no respect. Gut, reden wir mal mit ihr. What? What is this? Who are you? Get out of my room. There's no need Okay, for ciao. alarm, madam. I'm Dr. Reed, the new surgeon. Preposterous. Dr. Reed, you say? I don't want some bumbling intern. Where's Dr. Swansea? Please, calm down, madam. I assure you that I am highly qualified. I'm just back from war duty. How brave. Threatening an old defenseless woman. Was? You know how long I've been a patient here? You've picked the wrong fight. I'm Harriet Jones. Harriet Jones? Indeed. I've been meaning to have a chat with you. You know what goes on here better than any other patient, I gather. Oh, better than any patient, nurse, or doctor. I've seen so many vile undertakings. I heard there have been some despicable goings-on. Was there a case of blackmail? Blackmail? Wait. You're investigating something. This isn't a social Hast du aber schnell gemerkt. One of those incompetent cunts slit a poor sod's vein. I assure you, madam, this is not an investigation into a possible medical error. Debauchery, then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigans, whores, all of them. They can't keep their legs shut. I've seen them scratching slutty sores. Really? Well, if you have irrefutable proof, I'll not have the staff behaving in such a manner here.
This is your business, Doctor, not mine. But I swear one of the nurses is cavorting with some man on hospital hours. Thank you for your time, Miss Jones. You've given me something to go on. See you on the next round. Sollte ich nicht... Sag mal, das frage ich mich gerade. Bin ich jetzt heute braindead? Oder ist die Missionsstruktur verwirrend? Ich habe doch gerade mit Lady Ashbury gesprochen. Die meinte, Hilfe, ich werde erpresst. Hilf mir mal. Da hat sie gesagt, hier, die gute alte Dame, red mal mit der. Also bin ich hier hin. Und die sagen, die reden zwar von Behandlungsfehlern. Und von Krankenschwestern, die irgendwie Blitzen sein sollen. Hä? So, ich lese einfach nochmal durch. So, sprich mit Edgar Swansea, genau. Sprich mit der Gönnerin des Hauses, war Lady Ashbury. Sprich mit Harriet, das war die alte Dame gerade. The patients and staff might know something. I'll start my investigation with them. Danke für den Hinweis. Ich hasse es, wenn Spiele das machen. Das Spiel hat mir literally in einem Dialog gerade mindestens zweimal gesagt, rede mit den anderen, da stimmt was nicht. Dann kriege ich die Missionsbeschreibung, rede mit den anderen, da stimmt was nicht. Und dann sagt mein Charakter in Gedanken, ich glaube, mit den anderen stimmt was nicht, mit denen sollte ich mal reden. Das ist ärgerlich. Das ist sehr ärgerlich. Gut, dann reden wir noch mal mit Pippa. Good evening, Dr. Reed. Das sollten wir irgendwie schon längst machen, aber... What can you tell me about the strange man visiting one of the nurses during her shift? Let me guess. You spoke with that old shrew, Harriet Jones. Do not pay attention to her, Doctor. She's full of fanciful tales. She could have been telling the truth about the mysterious man. That old witch will end up in hell soon enough. Who cares if a nurse finds some happiness where she can? Okay. Goodbye, Nurse Hawkins. Oder ich versuche nochmal die andere Option. Will ich zwar eigentlich nicht sagen, aber... No matter how you feel about her, Miss Jones deserves our help. Who says I don't care for her? Hate is what keeps that old crone alive. Gut. Goodbye, Nurse Hawkins. Das hat sich gelohnt. Also das war nur das Gebietsdings quasi. Okay. Wir müssen weiter runter. Geht's ja noch mal weiter runter. Wie muss ich denn da laufen?
Ah, das ist dann das, was außerhalb ist, okay. Okay, ich dachte gerade, es sind Blutspuren. It's locked. It's locked. Wir gehen mal einmal außen rum, dann nach links und dann... Oder wie jetzt? Hier vorne. Dorothy Crane. Crane und Gwyneth Brannigan, okay. Oh, was ist da hinten los? Wurden da etwa gerade zur Ressourcensparung die NPCs mit 3 FPS animiert oder was? Uff. Meine lieben Freunde. Großes Uff. Gwyneth Brannigan. Na gut, dann reden wir mal mit dir. Hallo. Good evening, nurse. I'm Dr. Jonathan Reed, the new surgeon here at the Pembroke. Dr. Swansea has already told us about you, sir. I'm Nurse Gwyneth Brannigan. Welcome to the Pembroke Hospital. Did he really? It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Dr. Swansea made sure of that. I see. Er Well, nicht. I'm a little surprised, but I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety. You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. Do you know if any of the hospital staff have criminal backgrounds? The people who work here all come from very different backgrounds, Doctor. Just like the patients. Okay. Have you seen a strange man visiting any of the nurses here? I've never heard of such a thing, Doctor. Okay. Ja, wenn wir einmal hier sind, nehmen wir es gleich Tell mit. me what Dr. Tippett did. I know his mistake caused a patient's death. If I had not covered up his error, Dr. Tippett would have been fired from this hospital. I could not let that happen. You can't allow your emotions to dictate your conduct concerning patients, Nurse Brannigan. Look around you, Dr. Reed. Do you really think we can afford to lose a brilliant practitioner like Dr. Tippett's in our situation? To clear Dr. Tippett's name must be the decision of Dr. Swansea. You can't take matters into your own hands. I respect Dr. Swansea's authority and management, but he's no idea what happens here on a daily basis. I did what I had to do. Okay. Why does Dr. Tippett claim you're the main reason he keeps working, despite his fatigue? If it wasn't for him, I probably would have left the Pembroke years ago. Dr. Tippett does not think of you as just a nurse anymore, does he? If you're suggesting he's not taking my gender into consideration when it comes to medical practice and knowledge, I really hope he doesn't. War jetzt Goodbye, nicht so die nurse. Call me if you need assistance. mega aufschlussreichen Dialoge. War da oben nicht der Korkorkan? Korkorkan? Der war doch gleich hier, komm. Ah, komm, machen wir das direkt mal. Good evening, Dr. Tippett. Dr. Reed, any good news to share? Have you heard of any underhand dealings going on in this hospital? I have no time for such triviality, my dear colleague. We're here to save lives. Corcoran, I want you to tell me about Mr. Connor. How did he die? What happened? He was my patient. He died because of my mistake. That's the blunt truth. What was the nature of the mistake? It was a twofold error. My diagnosis was wrong, and the administered dosage was too strong.
Who was this patient? I don't know. Some sick man from the docks, maybe a fisherman. I had no time to talk with him. No one claimed a body. Why not stop practicing? Are you mad? I killed that man, I admit it, and it won't happen again. I have saved so many lives since then. Okay. Goodbye, Dr. Tippett. Weiß ehrlich gesagt nicht irgendwie. Drücke L, um Vampirsinne zu aktivieren. Wenn sich ein Bürger verdächtig verhält, schlägt sein Herz schneller und leuchtet. Indem du ihn anschaust, ist besonders Interaktion frei. Okay. You're sure you don't come back with me? Nah, I have to see someone at the hospital. Be careful. You look so bad they may keep you as a patient. Fuck 'em. I don't like hospitals. Or doctors. Well then, when you go back to Whitechapel, you may find this useful. What is it? A pass for a free medical exam by the best nurse available. Just read it. I don't read well, but thank you, I guess. Da muss ich jetzt vermutlich hinterher und ihn aufhalten. Oder rausfinden, was er will. Oh, wie praktisch. Das Tor ist aber schnell zu. Man hätte wenigstens noch ein Brotgeräusch reinmachen können. Das ist, weiß nicht, das Spiel wirkt ein bisschen rough around the edges. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ein bisschen unfertig irgendwo. So, als würde da der Feinschliff noch fehlen. Da unten ist jemand. He's locked the door behind him. I need to find another way to follow him. What the fuck? Ich muss noch mal ganz kurz gucken, welches Skill ich jetzt eigentlich habe, dass ich auch gleich einsetzen kann. RT war, also stehen bleibt. RB war der Nebel, LB war heilen. Okay. Okay, hier ist anscheinend gerade This jemand. man has been savagely attacked and dragged to the floor. Ich hätte auf Anhieb gesagt, er ist auf eine Bananenschale ausgerutscht und hat sich ein kleines, klitzekleines bisschen den Finger gekratzt. Vielleicht sogar geschnitten. Hä, wo kommt er denn auf einmal her? Er war doch gerade eben noch unten. Der war doch gerade eben noch da unten. Der ist jetzt aber echt schnell hochgehüpft. Ja, komm, wir nehmen es mit. Da was gedroppt, ja. Wurde er hier lang geschliffen?
Die können das anscheinend auch, wenn das so schnell geht hier. Wir gucken uns mal kurz hier um. Nicht, dass wir hier noch was finden, was Schönes. Immer da, wo man nicht lang geht soll, gibt es am Ende Loot. Das ist nicht unser Gangster, ne? So, wir gönnen uns noch die eine oder andere Ratte einfach. Na komm. Was mit ihm hier? Neues Sammelobjekt, okay. Nehmen wir auch mit. Anscheinend geht sie irgendwie doch weiter. Gucken wir mal hier oben. Einen Bürger retten. Achtung. Der gefährdete Bürger überlebt die nächste Nacht vielleicht nicht. Zieh mal nach ihm. Wo? Ach, da drüben. So. Das war doch easy, oder? Geht doch. So langsam kann man ja die Fähigkeiten ganz gut kombinieren. So, mein Freund. Help me get out of here. I need to get out. I'm Dr. Reed, and I'd be glad to help you, but you must calm down first. Please, take a deep breath and tell me your name. Okay. Okay, I'm Oswald Thatcher. Please, I need to get out. All right, Mr. Thatcher, you're safe now. Do you think you can reach the street by yourself? Yes. Yes, I do. Good. Now leave this place and enjoy the cool night air. It's quite invigorating. I'm sure you'll feel better if you do. Gut, auf Wiedersehen. Bürger gerettet. Du hast einen Bürger gerettet. Bis zur nächsten Nacht ist er in seinen Bezirk zurückgekehrt. Und dann geht es dem Bezirk dann auch besser, ne? Geh mal weg jetzt hier. So. Are you sure you're all right, sir? Nee, ich wollte eigentlich... Hier, okay. Renn mal weg jetzt bitte. Okay, er bleibt da drin. Ne? Weird enough. Er bleibt wirklich da drin stehen, ne? Nun gut, wenn das sein Wunsch ist. Wo bin ich jetzt hier? Bin ich jetzt falsch abgebogen? Nee, ich muss hier wieder rein. So. Oh, Loot nehmen wir natürlich mit. Und jetzt schauen wir hier mal lang. So. Hatte ja gehofft, dass wir hier noch ein bisschen was anderes finden. Ich muss also einen anderen Weg finden. Auch in Ordnung. Wie es nun mal ist, ne? Diese Animation, wie er rennt, sieht auch ein bisschen komisch aus, ehrlich gesagt. Interessant, dass hier der Loot und die Ratten wieder da sind. Und dass ich aus einer Ratte gerade Opium gelootet habe. Gut. Oh, das sieht mir nach einem Bossfight aus, ne? Na dann. Let's go.
Jetzt mal sieht. of creature is this? Das ist ein Werwolf? Tatsächlich, ne? Okay, er springt halt einfach hinterher, ist auch okay. Cool, jetzt konnte ich nicht dodgen. Wir wollen jetzt zwischendrin ein bisschen Blut mitnehmen. Ah, das läuft doch ganz gut gerade. So, geht doch. Here's what's left of him. Schwester Dorothys Gutschein. Sind Sie krank, mittellos, wer Sie auch sein und wo Sie auch herkommen mögen. Suchen Sie Dorothea auf, um Hilfe zu bekommen. Keine Tricks, keine Kosten, keine Fragen. Suchen Sie einfach Darius Petrescus Haus auf und zeigen Sie diesen Gutschein vor. Was ist für eine Sprache darunter? Some voucher for a free checkup in Whitechapel. What is Nurse Crane up to? I really must find her. Was ist mit dir hier? Ihn beachte ich jetzt nicht weiter. Ich habe ihn besiegt und damit ist jetzt gut, denke ich mal, oder was? Okay. Wir gönnen uns erstmal, was Nurse Crane da sozusagen hat. Das finde ich übrigens auch so weird irgendwie. Da steht, ich muss mit Dorothy reden. Der Charakter sagt aber Nurse Crane. Ich weiß, dass es die gleiche Person ist, als halt ihr Vor- und Nachname. Aber trotzdem reißt einen das raus. So. Das ist ein bisschen weird. Wir gucken mal, was Nurse Crane zu sagen hat. So, wo ist sie denn? Also offensichtlich war das ein Werwolf. So, also würde ich einfach mal frech, wie ich bin, behaupten. Ein Werwolf. Hier in dieser Welt gibt es bestimmt Werwölfe, die gegen Vampire kämpfen. Und
Enter at your own risk. Muss jetzt ein anderes... Ach, ich muss jetzt nach Whitechapel. Stufe 18. Okay, das juckt ihn jetzt alles eher weniger. Nee, komm mal schon her hier, ist okay. Okay, was soll das jetzt? Warum interessiere ich ihn jetzt nicht mehr? Jetzt! Hallo, willkommen zurück! Bei den Gegnern mit Verstand. Notiz der Red Boot Boys. Ich glaube, ich habe in Whitechapel jemanden gefunden, den wir für die Boys gebrauchen können. Sein Name ist Albie. Er ist dumm wie Brot, aber zäh. Er soll einige Medikamente für den Schwarzmarkt besorgen, um sich zu beweisen. Und hat schnell und zufriedenstellend geliefert. Bei unserem nächsten Treffen werde ich ihm verkünden, dass er nun ein Red Boot Boy ist. Und seine Befehle ab sofort von den Anführern erhält. Oh, das sind ja auch... Okay, aber hier muss ich ja lang. Oh, das wollte ich nicht. Stufe 10. Oh, da hat er mich jetzt aber ganz schön gut gekriegt, der Freund hier. Ah, nicht genug Blut, ich kotze. Ah, stimmt, ich brenne jetzt mit. Komme ich da jetzt an den ran? Okay. Oh, ich sehe gerade, die Stunde ist um. Gut. Meine Lieben. Das soll es gewesen sein. Mit Vampyr reingespielt. In Vampyr. Das waren jetzt 3x3 Stunden. Ihr könnt euch jetzt selber ein Bild machen vom Spiel, wie ihr es fandet. Vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich sehen wir uns mal im Livestream. Link in der Kanalbeschreibung und auch unten drunter. Und bis zum nächsten Reingespielt. Ciao. Es war mir eine Ehre. Bis dann.